Thema heute Sicherheitsschuhe S3. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Mr. Mus Welt. Wie schon gesagt, sprechen wir heute über die Sicherheitsschuhe mit der Klasse S3 und vor allem, was sie zu einem Sicherheitsschuh mit der Klasse S3 macht. Dann würde ich sagen, fangen wir gerade an und dazu brauche ich aber einen Schuh, den hole ich gerade. Der Kollege hier, das ist der Sicherheitsschuh S3 Stiefel von der Firma Modev mit einem Cordura Obermaterial. Ziemlich coole Sache, weil sehr pflegeleicht und wahnsinnig robust. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern um die Eigenschaften, was diesen Schuh zu einem S3-Schuh machen. Ein S3-Schuh braucht eine öl- und benzinresistente Laufsohle, eine Rutschhemmung, eine Antistatik, eine Dämpfung im Fersenbereich und einen geschlossenen verstärkten Fersenbereich, eine Zehenschutzkappe, einen Durchtrittsschutz, keine Sicherheit und ein wasserabweisendes Material. Was noch ganz wichtig ist zu erwähnen, ein S3-Schuh braucht eine profilierte Laufsohle. Das heißt im Umkehrschluss, wenn die Laufsohle abgelaufen sein sollte und da gibt es keinen definierten Wert, wie hoch das Profil sein sollte von der Laufsohle, man geht einfach davon aus, okay, wenn sie ausgelaufen ist oder abgelaufen ist, dann sollte man den Schuh austauschen. Denn im Fall eines Schadens oder stellt euch vor, ihr seid gerade auf der Baustelle und ihr stolpert oder beziehungsweise ihr fallt hin aufgrund einer abgelaufenen Sohle, ist es relativ egal, wie abgelaufen die Sohle ist, weil es wird immer davon ausgegangen, okay gut, wenn die Sohle jetzt noch Profil gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich nicht dazu gekommen. Deswegen bitte darauf achten. Auch ganz interessant zu wissen ist, es hat einen Grund, warum manchmal eine Sohle mehr abgelaufen ist als eine andere. Das liegt nicht an der Qualität oder an der Marke, sondern es liegt tatsächlich an dem Material, aus dem die Laufsohle gemacht ist. Ja, es gibt Polyurethan, es gibt thermoplastisches Polyurethan und Guminitril. Wir werden noch ein Video drehen bestimmt, wo wir über diese Einzelheiten, über diese Eigenschaften der Sohlen sprechen werden. Aber kurz und knackig, PU ist eine sehr einfache Laufsohle, sehr oft verwendet, aber nicht besonders lauffest, wenn man so sagen möchte. TPU ist da schon besser und Gummi natürlich viel, viel besser. Also Gummi ist so der Panzer. Problem hierbei, Gummi ist wesentlich schwerer als PU und TPU ist auch ein bisschen schwerer als eine PU-Laufsohle. Aber wie gesagt, in einem anderen Video gerne mehr darüber. Was hat der Schuh noch oder was macht ihn definitiv zu einem Sicherheitsschuh? Das ist durchaus die Zehenschutzkappe. Wie wir alle wissen, ein Sicherheitsschuh braucht eine Zehenschutzkappe. Ja, er braucht nicht nur das, sondern wenn er sie hat, muss er auch die Norm erfüllen. Das bedeutet, der Schuh erfüllt die Norm EN ISO 20345. Das heißt, dieser Schuh darf im gewerblichen Bereich getragen werden. Dieser Schuh hat eine Zehenschutzkappe, die mit einer Kraft von 200 Joule getestet worden ist. Frage, was sind 200 Joule? Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, was so eine Zehenschutzkappe überhaupt aushält? Es gibt wahnwitzige Tests, die im Internet stattfinden, die Kollegen machen. Die nehmen einfach einen Vorschlaghammer, fahren mit dem Auto drüber oder noch Schlimmeres und wissen nicht, was sie dabei tun. Denn eine Zehenschutzkappe, die mit 200 Joule getestet worden ist, heißt nichts anderes, als dass ein Gewicht aus 1 Meter fallen gelassen worden ist und dieses Gewicht ist gerade mal 20 Kilo schwer. Das sehe ich auch hier in dem Video. Das ist ein keilförmiges Gewicht. Das wird eben fallen gelassen auf eine Zehenschutzkappe. Und die Zehenschutzkappe entspricht der Größe 8 oder einem Schuh mit einer Schuhgröße 42. Das Wahnsinnige daran ist, dass die Zehenschutzkappe, obwohl sie so massiv aussieht, so weit eingedrückt wird, dass wie gesagt bei einer Schuhgröße 42, Zehenschutzkappe an Größe 8, dass die Zehenschutzkappe so weit eingedrückt wird, dass ich im Schuh einen Raum habe von mindestens 14 mm. Also das ist, was heißt mindestens, das Maximum. Tiefer darf sie gar nicht eindrücken, aber 14 mm ist schon nicht so viel. Ja, darauf muss ich achten. Denn aus diesen 20 Kilo kommen keine 20 Kilo unten an, sondern da kommen 200 Kilo pro Quadratzentimeter an. Weil ich vergesse den Abstand ganz oft, ja, aus 1 Meter. Das bedeutet, die Erdanziehungskraft wird auch noch mit eingerechnet und dann multipliziert sich das Ganze eben so hoch, dass ich nachher 200 Kilo pro Quadratzentimeter habe. Ein anderer Test, der sieht so aus, dass ein flächiges Gewicht, wie ich es auch im Video sehe, auf die Zehenschutzkappe aufgedrückt wird. Der Abstand des Gewichts ist gleich 0 und dann hält die Zehenschutzkappe Kräfte bis zu 1500 Kilogramm aus. Das ist natürlich eine Menge. Ja. Trotzdem sollte ich nicht mit dem Auto drüber fahren, obwohl es die Zehenschutzkappe vielleicht aushält oder wahrscheinlich aushält. Je nachdem, wo ich die Zehenschutzkappe erwische, kann es sein, dass die Zehenschutzkappe eingedrückt wird.
Und sobald das der Fall ist, muss ich den Schuh eigentlich austauschen. Weil in dem Moment, wo die Zehensschutzkappe deformiert ist, hat sie gar nicht mehr den Standard, beziehungsweise kann sie nicht mehr den Kräften standhalten, wofür sie getestet worden ist. Auch einen anderen Hinweis, wo wir auch bei einem anderen Video auch noch mehr drauf eingehen werden: Was darf ich in so einen Schuh einlegen? Bitte darauf achten, legt nichts in den Schuh rein, in den Sicherheitsschuh rein, was nicht vom Hersteller freigegeben worden ist. Orthopädische Einlegesohlen vom Privatschuh bitte nicht einlegen. Gel-Einlegesohlen bitte nicht einlegen. Aktivkohlesohlen, Lammfellsohlen oder. Alles, was nicht vom Hersteller freigegeben worden ist, sollte nicht eingelegt werden. Da in dem Moment die Baumusterprüfung erlischt, das heißt, der Schuh hat keine Zulassung. Dann wird es interessant, wenn es um den Versicherungsschutz geht im Fall eines Schadens. Okay, also da bitte drauf achten. Was oft unterschieden wird, man sagt Zehenschutzkappe, Aluminium, Stahl, Kunststoff, die sind doch alle unterschiedlich. Von den Kräften halten sie dieselben Energien aus. Ja, die werden alle mit 20 Kilo getestet, völlig egal ob Aluminium, Stahl, Kunststoff oder Fiberglas, die halten alle dieselben Energien aus, dass ihr es auch mal gehört habt. Natürlich kommt es vor, dass ein Schuh mit einer Stahl-Zehenschutzkappe im Winter kälter ist durch die thermische Leitfähigkeit. Aber das ist nicht immer gegeben, weil heutzutage sind die Schuhe wahnsinnig gut isoliert, beziehungsweise die Zehenschutzkappen. Dann machen wir weiter mit dem Obermaterial beziehungsweise der Wasserabweisenheit. Es kommt tatsächlich vor, dass man denkt, ein S3-Schuh ist wasserdicht. Ein S3-Schuh ist niemals wasserdicht. Ein S3-Schuh ist lediglich wasserabweisend. Natürlich gibt es Firmen wie Wirtmoliv zum einen, die Membranen in S3-Schuhe einbauen. Das bedeutet, in dem Moment ist er wasserdicht, muss er aber nicht sein. Das ist einfach eine Zusatzleistung, wenn man möchte. Ein S3-Schuh muss lediglich wasserabweisend sein. Und das funktioniert so: Der Schuh wird leicht benieselt, beregnet, wenn man so möchte. Und dann wird nach einer Stunde geschaut, wie sich das Material vollgesaugt und wie viel Wasser das Material durchgelassen hat. Ja, nur, dass man es auch mal gehört hat. Nächstes Thema: Was braucht ein S3-Schuh noch? Er braucht einen Durchtrittsschutz bzw. eine Zwischensohle, die den Durchtrittsschutz gewährleisten soll. Der Durchtrittsschutz besteht aus zwei unterschiedlichen Materialien. Entweder besteht er aus normalem Blech, ja, also normalem Stahlblech, oder aus Textil. Man sagt doch gerne mal umgangssprachlich, sagt man Kevlar dazu, aber es ist, wie gesagt, es ist einfach Textil. So, jetzt hier auch die Frage: Was glaubst du denn, was hält denn so diese Zwischensohle, dieser Stand, die dir den Durchtrittsschutz gewährleisten soll? Weil man hat ja lange Zeit gesagt, oder man sagt es heute immer noch, dass es eine durchtrittssichere Sohle ist. Problem ist, die Sohle ist nicht durchtrittssicher. Da geht definitiv was durch. Dafür muss ich aber wissen, wie genau getestet wird. Und deshalb erzähle ich es euch. Es wird ein Nagel genommen, in dem definierten Durchmesser, wird auf die Zwischensohle aufgedrückt und die maximale Punktbelastung bei diesem Test beträgt 110 Kilogramm oder 1100 Newton. Das ist nicht besonders viel. Da geht man vom deutschen Durchschnitt aus, der gerade 80 Kilogramm wiegt. Wir wissen aber auch, ja, Handwerker, die bringen mehr auf die Waage. Ja, also die schaffen ja auch was und die essen genauso gut. So, und dann wiege ich vielleicht mal 110 Kilo oder mehr sogar. Und genau deshalb sprechen wir nicht von durchtrittssicherer Laufsohle, sondern wir sprechen von einem Durchtrittsschutz. Denn es kann durchaus sein, wenn ich in einen Nagel trete und ich wiege 130 Kilo beispielsweise, ja, und ich laufe auf den Nagel drauf mit Schwung, dass der durch das Obermaterial durchgeht. Natürlich gibt es auch Videos im Netz, wo man sieht, dass wirklich drauf getreten wird mit einem Schuh. Das würde auch funktionieren, aber hier ist zu beachten, das ist nicht ein Nagel, sondern da habe ich dann 5 oder 6 Nägel auf einem Haufen, die ich dann umtrete, ja, die nebeneinander gereiht sind oder verteilt sind. Da verteilt sich natürlich die Eintrittsenergie. Das würde anders aussehen, wenn dann nur noch ein Nagel stehen würde. Dann würden sich die Tester wahrscheinlich nicht mehr so mutig verhalten. Also deshalb bitte beachten, das ist lediglich ein Durchtrittsschutz. Das bedeutet, wenn ich von einer Leiter die letzten 2 Sprossen oder die letzte Sprosse nicht laufen möchte, ja, sondern einfach mal, macht man ja gerne, einfach mal fallen lassen, sollte ich vielleicht kontrollieren, ob am Ende der Leiter nicht ein Nagel auf mich wartet. Denn der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit durch diese Sohle durchmarschieren. Und das wäre für eure Gesundheit nicht gerade förderlich. Deswegen bitte aufpassen: Durchtrittsschutz. Durchtrittssichere Laufsohlen gibt es in Sicherheitsschuhen, soweit ich weiß, gibt es nicht. So, das war es auch schon. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einfach einen Daumen nach oben da oder abonniert den Kanal. Schreibt auch gerne Kommentare, wenn ihr Themen habt, die euch besonders interessieren, die wir abfilmen sollen, dann schreibt ihr auch gerne in die Kommentare und wir tun unser Bestes, damit wir es umsetzen können.
Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank und macht's gut. Euer Mo.